Am nächsten Morgen erleben wir erstmals einen wolkenverhangenen Himmel, was uns jedoch nicht besonders stört, da der heutige Tag überwiegend mit der Bewältigung von Fahrstrecken ausgefüllt ist. Auf der uns bereits bekannten Heerstraße geht es zunächst auf identischer Strecke zurück, bevor wir in Richtung Westgeorgien abzweigen. Ein längerer Stopp gilt anschließend den Felsenwohnungen von Uplizcice. Danach geht es weiter in Richtung Westen und nach insgesamt 350 Kilometern erreichen wir am späten Abend unseren Zielort Skaltubo. Zunächst geht es nochmals über den höchsten Punkt der Straße, den knapp 2400 Meter hohen Kreuzpass. Ganz in der Nähe gibt es schwefelhaltige Mineralquellen, die spektakulär gefärbte Sinterterrassen ausgebildet haben. Danach geht es unter beständiger Wetterbesserung immer weiter talwärts. Schließlich erreichen wir die komfortable Autobahn, die uns dem Westen Georgiens näher bringt. Unbedingt zu empfehlen ist ein Abstecher in Richtung Süden, wo sich der uns bereits aus Tiflis bekannte Fluss Kura einen Weg durch die weichen Sandsteinfelsen gebahnt hat. Hier befindet sich die Höhlenstadt Uplizcice, die bereits im 6. Jahrhundert vor Christus gegründet wurde und sich schnell zu einem Handelszentrum entlang der Seidenstraße entwickelte. Ihre strategisch gute Lage machte es Angreifern über Jahrhunderte unmöglich, in die Stadt einzudringen. Auch heute bevölkern noch viele kleine aufmerksame Wächter die Sandsteinfelsen. Ein Spaziergang durch die Anlage entspricht einer Reise in die Vergangenheit. Hoch über den Felsenwohnungen thront eine dreiteilige Basilika aus dem 10. Jahrhundert. Man verlässt die Anlage über einen 40 Meter langen Tunnel mit 3 Metern Durchmesser, der den damaligen Bewohnern auch im Notfall den Zugang zum Fluss ermöglichte und damit die Wasserversorgung sicherstellte. Ganz in der Nähe befindet sich die Stadt Gori, die nicht nur über einen schön gestalteten Park verfügt, sondern vor allem als Geburtsort von Josef Stalin bekannt wurde. Sein Geburtshaus wird von einem tempelartigen Überbau geschützt. Das dahinter befindliche Museum widmet sich seinem Lebensweg mittels eines eher undifferenzierten Zugangs. Interessanter ist hier sicherlich ein Gang durch den gepanzerten Eisenbahnwaggon, mit dem Stalin unter anderem zur Krim-Konferenz nach Jalta fuhr. Der weitere Weg in den Westen Georgiens erfolgt nun ohne Zwischenhalt und wir erreichen unseren Stützpunkt für die Unternehmungen des Folgetages, den Kurort Skaltubo, nach Einbruch der Dunkelheit.